So Leute, I fucked up. Letzte Folge. Habt ihr gemerkt, ich bin ab Richtung Hogsmeade. Und warum? Weil ich durcheinander gekommen bin. Dadurch, dass die Folgen 80 GB groß sind und ich insgesamt 500 GB auf meiner Festplatte habe, lösche ich die unmittelbar, nachdem sie hochgeladen sind. Und ich habe wahrscheinlich einfach die falsche Datei genommen und habe die irgendwie gelöscht. Und jetzt habe ich quasi die Folge zwischen der zweiten und der vierten, die jetzt die dritte ist, leider gelöscht. Ich bin aber dedicated as fuck. Und ich werde jetzt das alles nachholen. Ich habe einen zweiten Charakter gemacht und habe bis zum selben Ort gespielt, wo ich vorher auch war. So Leute, wenn das nicht Dedication ist, Junge, dann weiß ich auch nicht. So. Und jetzt werde ich all das machen, was ich letzte Folge quasi gemacht habe. All das, an das ich mich noch erinnern kann. Ich kann mich nicht an die Jokes erinnern, aber wir haben ein paar Katzen gestreichelt zumindest. Ich kann es nicht 1:1 rezipieren, ja. Aber wenigstens damit ihr die Defense of the Art, Dark Arts Klasse nochmal mitbekommt und so. Das ist mein jetziger Charakter, so sieht er gerade aus. Wir gehen straight zu Defense against the Dark Arts. Ich hatte das hier alles bewundert. Hab versucht hier rüber zu springen, geht nicht. Ich habe hier gesagt, Bro, warum hat der Hurensohn überhaupt ein Schild, wenn er einen Zweihänder in der Hand hat? Hä? Hast du verdient. Das funktioniert so nämlich nicht. Hab ich dich nämlich. Das war ein Joke, das war so ein bisschen Running Gag. Das ist keine Waffe. Dann war hier eine Katze, die ich gestreichelt habe. Genau. Ja, dann bin ich hier runter. Ich habe einen ganz anderen Weg genommen, actually. Aber ist auch okay. So, wir nehmen das. Zack. Und jetzt enjoy, people. Is that all you've got? Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. As an unspeakable. Okay, Leute. Ich habe in der vorletzten Folge dementsprechend geklärt, was der Unterschied zwischen Levioso und Wingardium Leviosa ist. Levioso ist gegen Spieler oder Menschen und Wingardium Leviosa ist Non-Animate Objects. Problem ist allerdings, dass das Spiel diesen Levioso-Charm outmaked. Den gibt's in den Büchern gar nicht, soweit ich mich noch erinnern kann. Aber hier sehen wir schwarz auf weiß, wie er eine Feder in die Luft hebt. Also ein ein nicht lebendes Ding. Ja. Natürlich muss ich wieder der Erste sein. Let us begin with a basic cast.
See how the dummy deflected your cast? Yes. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise Levioso. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. So, den hatte ich abgezogen, aber massiv. Levioso, this can't be your first duel. Let's just... Don't all my students with this game. Protego, the Levioso, try to anticipate your opponent's next move. Und er ist davon geflogen. Von den Tisch. bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. So, Leute. Und jetzt geht's ab. Never used my wand in combat, ne? Ist ja faktisch falsch. Wir haben ja in Gringotts sowas von den Wand abgeschwingt, ja, abgeschwungen. Deswegen nehme ich jetzt das hier. Und er haut raus. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Ja, einfach. Fair enough. Junge, er rastet richtig aus, einfach. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ich meine, zum Glück hat er das jetzt nicht als gemein aufgefasst von mir, aber holy shit, Junge, mit der Antwort habe ich in der Folge nicht gerechnet. Ich habe mich richtig drüber aufgeregt, dass er so aggressiv antwortet einfach dem gegenüber, weil ich dachte so, das kann jetzt nicht sein, Junge. Hier steht halt, weiß ich nicht, nudging him calmly oder so. Und er haut ihm halt mega in die Fresse. Das kann nicht sein. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Verbal. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Sorry, guys. So. Als nächstes hatte ich versucht, hier runter zu springen, geht nicht. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wohin. Actually. Was haben wir dann noch gemacht?
Haben jetzt halt gerade keine Quacks. Jetzt. Stabil. Weasley Afterclass. Hört sich Katze Wild an. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? Bevor der nicht einfach gesagt hat, ich hab dir gar nichts zu sagen, du Schlampe oder so. Hätte ich mir nicht gewundert, hätte er ihm das an den Kopf geworfen. Hier. Sorry. Hier. Sperrt mich ein, Leute. Sperrt mich ein. Ja. Professor Ronan mentioned that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Ich hatte auch überlegt, ob das jetzt Ginny ist. Ist nicht Ginny. Ist Oma. Irgendeine Omsel. Das kann ja nicht die Weasley sein, oder? Die Weasley Mom. Die ist ja dann zu jung. Alt? Sowas. Zu jung. Also zu alt dafür, aber zu jung in den Film. Superior. So, das habe ich auch noch nicht gecheckt, einfach. Warum ist da ein Hogsmeade und Ollivanders? Das fand ich so weird. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me. Und das ist ja jetzt Gerbold. Das ist ja nicht Garrick. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Mag ihre Stimme irgendwie. Hört sich so Mami an. Can you tell me more about the potions? So Tante-mäßig. J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Aha. Professor Sharp. Wer auch immer das ist. Very well. I'd like Doch, die kennen wir schon. Professor Sharp. Professor Sharp. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Oh, Onai, sag ich. Und warum hier Nettie? Warum nicht gleich Renate? What the fuck, einfach Nettie, Junge. Ich kenne die doch gar nicht. How about Nettie? Nein, danke. Einfach. Holy shit. Pest oder Cholera, actually. Aber ja, mit Stella haben wir uns ja ganz gut verstanden. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Wir sind schon Freunde jetzt. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three. Ey, die hat Gläser. Die hat Gläser. Ich hatte keine Gläser. Warum hatte ich keine Gläser? Oder sind die Einstellungen hier random anders? Ich merke, dass ich 40 FPS habe, keine 60. Was ist hier los? So. Dann hatte ich das gemacht. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do. And an exceedingly Indeed I do. one at that. Habe ich mich aufgeregt, dass die alle hier aus dem
ich sag mal, aus dem westlichen asiatischen Kontinent stammenden Charaktere, dass die halt immer so krassen Akzent haben. Einfach, das verstehe ich nicht. Sehr stigmatisiert, ne? Dass die alle so einen mega krassen Akzent haben. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Oh, das dümmste Frage ever. What is the purpose of tasks? Erledigen? Erledigt werden? I'll start on the task right away, Professor. So, machen wir fix. This is the right area. I wonder where I got it. So, das hätten wir. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Yes. Let us give the old mending charm a try then, shall we? We shall. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. So, habe ich auch debunked. Habe ich in einem langen Paragraph oder Monolog habe ich das debunked. Jo, was war da denn los? Was ist denn hier los? Habt ihr die Leg Spikes gesehen eben? Holy shit. Genau, also Enunciation ist nicht relevant. Enunciation, die Aussprache der Spells, kann nicht relevant sein für die Ausführung. Erstens, es gibt auch stumme Spellcasts. Halt mal die Klappe kurz. Es gibt auch stumme Spellcasts. Das ist ja dann auch irrelevant, was derjenige dann ausspricht. Und zweitens, es gibt ja nicht nur... Also die holen ihre Spells jetzt hauptsächlich aus dem Lateinischen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Spells, dass das einen Grund hat. Es ist ja nicht so, dass die Spells sich aktiv entscheiden, lateinischer Aussprache zu sein oder lateinischer Herkunft oder Etymologie. Das ist ja schon eine Sache von uns Menschen, beziehungsweise den Wizards dort, die erschaffen haben, die Spells. Und ich bin mir ziemlich sicher, würde es einen, ich sag mal jetzt, weiß ich nicht, einen deutschen Spell namens Panzerfaust geben, der irgendwie dann, weiß ich nicht, eine Rakete zündet oder so, oder eine Explosion verursacht, oder Bombe. Dann Schlag in die Fresse. Dann könnten wir das auch so nennen. Und ja, also ich denke auch, dass es für einen und denselben Spell potenziell sogar verschiedene Aussprachen gäbe. In verschiedenen Sprachen auch, aus verschiedenen Sprachen stammt. Dementsprechend Enunciation ist überhaupt nicht relevant für den Erfolg des Spells. Kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Okay, dann haben wir noch irgendwie eine Nebenquest. Revelio. So dicht muss ich dran stehen. Ich habe es nicht vorgelesen, aber ich habe es in meinem richtigen Playthrough, glaube ich nicht. So, wo ist sie denn jetzt hier, die Nebenquest? Wir waren in der Library am Ende. Das hat ja einen Grund. Hier. Like a moth to a frame. Was machen wir fix? Bro, der hat mit mir gesprochen, oder? Genau, hier haben wir das gemacht. Da oben ist eine gewesen. Und hier. What am I missing? Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. So. But it's this painting. Hab ich schon wieder vergessen. Never noticed it before. Army. If I know Potty. and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Barmy heißt slightly crazy oder very foolish.
Und Potty heißt das Töpfchen, der Pisspot, was ich mir durchaus vorstellen kann. Wahrscheinlich aber eher pissig, flippig. Was gibt's hier noch? Potty verrückt. Einfach, was ist das für britische... I mean, na, und das erspare ich euch jetzt fix, weil ich habe jetzt auch langsam keinen Bock mehr. Ich kenne das ja alles schon. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Oh, das Gesicht mochte ich eben richtig gut. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Illuminating that solves the mystery war ein Hinweis. Verstehe nicht ganz, warum sie uns den gegeben hat, aber ja. Lumos. So, der Spot wird angezeigt. Komm mal auch her. So, und hier ist eine Modde. What could be so special? Let's get you back to your frame, little moth. Ha! I knew there was a connection. Und zack, boom. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Das lese ich jetzt noch. Muss ich nicht vorlesen? Kann ich nicht vorlesen? Okay. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. Ich habe gedacht, es wäre besser, wenn wir das ihr nicht gesagt haben, weil sie so verstört darüber ist, das jetzt zu wissen und nicht drauf gekommen zu sein. Although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. So, da war sie. Da ist eine. Da ist ein theoretisch eine Nebenquest gewesen. Ich weiß nicht, warum sie jetzt nicht auftaucht. Doch. Das machen wir noch, dann sind wir durch, glaube ich. Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. Ja, da war ganz schön sonnenzerstörte Haut. Sonnenschaden heißt das. Sonnenschaden. Hat mir meine Freundin gesagt. Das ist ein Sonnenschaden, wenn man Sommersprossen hat. That's amazing. That's amazing. That they, die ganzen Buchseiten sind aus dem Buch. Wow, das ist amazing einfach. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madam Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madam Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Ändert die Sache ein bisschen. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I can remove the charm. Gehen wir mal in die Library. Oh. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Accio! Wir gucken uns die nochmal genauer an, wenn ich mit meinem Main-Game drin bin wieder. Wir werden das hier noch alles ganz intensiv durchgucken, ja. Also brush das hier nur fix durch, damit wir
Okay, wo ziehe ich denn hin? Sorry. Damit wir die nächste Folge, damit ich die weiter spielen kann, halt einfach morgen. Habe ich das nämlich erledigt, dann muss ich nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass die Folge verloren ist, dass ich das ruiniert habe und dann, genau. Wird wieder ein scheiß Trouble. Nee, fehlt noch eine. Es fehlt noch eine. What? Aber ich sehe nichts. Muss ja auf der anderen Seite sein. Nee. Ah, okay. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Könnt ihr selber durchsehen, ne? He is such a menace. Gareth. The Menace. Und Aberroth. Irgendwas über Aberroth. Aberroth. Any luck finding my Greenwich. Cressida, I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the Worcestershire. heavy load off your hands now. Worcestershire. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Macht Spaß. Wobei, ich bin gespannt. Ist ja unser Zweitcharakter. Ich bin gespannt, And you're not who was wir I kriegen. thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. Was haben wir da bekommen? Was haben wir da bekommen? 100. Ich sehe, ob das viel ist, actually. Okay, und dann... Welcome to Hogsmeade Day. Jetzt weiß ich nicht, wo haben wir denn eigentlich... Ah, nevermind. Ich glaube, wir haben hier auch aufgehört. Habe ich recht? Genau hier runter. Zack. Und... Zeit. Cut. Wir haben 27 Minuten. 27 Minuten 50 Sekunden. Easy. So, das war ein Speedrun. Und ich kann jetzt weitermachen. Wir waren in Hogsmeade stehen geblieben. Mit dem Stab, den ich bekommen habe. Da machen wir in der nächsten Folge weiter. Also jetzt habt ihr nichts verpasst. Das ist alles... Ja, also ich habe jetzt heute schlechtere Gags gemacht, ja. Das war on point. Das war eine richtig gute Episode, Mann. Ich bin mega sad, dass die verloren ging. Aber ja, wird mir hoffentlich nicht wieder passieren. Toi, toi, toi. Okay, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habt einen schönen Tag. Tschüssi.